Guten Tag an alle. Willkommen in unserer Diskussion über Darknet und Anonymität im Internet. Ich bin Daria Kusiava, Co-Founder der populärwissenschaftlichen Medium Kunst aus der Ukraine und auch gleichzeitig die Kuratorin von Offline-Ausstellung Data Control Center. Heute mit mir ist Stefan May, deutscher Journalist, ein erfolgreicher Buchautor und auch Expert an alles, was über Darknet und Anonymität geht. Hallo. Und diese Diskussion findet im Rahmen von einem großen regionales Projekt Data Control Center, die wurde von Goethe-Institut Ukraine initiiert. Und in diesem Projekt möchten wir ein Bewusstsein dafür schaffen, welche digitale Spuren wir hinterlassen und wie unsere persönlichen Daten besser geschützt werden können. Im Rahmen des Projektes gibt es, also wie gesagt, eine Offline-Ausstellung in Kiew, die leider nur bis 22. November geöffnet ist. Aber wir haben gleichzeitig auch Online-Ausstellung. Die ist in 4 Sprachen verfügbar, also in Ukrainisch, Russisch, Englisch und Armenisch. Und genau auf dieser Webseite, also Webseite von Online-Ausstellung, wird unser Online-Begleitprogramm verfügbar sein. Also alle Videos auch von dieser Diskussion können Sie dort finden, sowie auch auf der Webseite von Goethe-Institut Ukraine. Ja, also nach dieser kurzen Intro, ich glaube, wir können loslegen mit unserer Diskussion. Und vielleicht die erste Frage wäre, was ist eigentlich Darknet? Wie wurde es entstanden? Wie funktioniert es? Und was kann man dort machen? Gute Frage. Ich habe da mal was vorbereitet. Also, was ist das Darknet? Es gibt keine richtig feste Definition. Ich würde sagen, ein Darknet ist ein Ort im großen weltweiten Internet, der sich abschirmt und Anonymität herstellt für alle Beteiligten. Es gibt theoretisch verschiedene Wege, so ein Darknet herzustellen. Laut Wikipedia gibt es 12 verschiedene Darknets, aber durchgesetzt hat sich eines dieser Darknets, und zwar das Darknet auf Basis von Tor. Das ist das Logo von Tor. Was macht Tor? Tor macht eigentlich nur eine einzige Sache, und zwar verschleiert Tor IP-Adressen. IP-Adressen, das sind so kleine Zahlenkolonnen, man könnte sagen, das sind sowas wie digitale Postadressen. Webseiten, die haben immer feste IP-Adressen, und wenn man eine Webadresse in den Browser eingibt, fragt mein Browser bei einer Datenbank nach, er fährt diese technische Adresse und weiß dann, wo die Datenpakete hinkommen. Und wir als einfache Nutzerinnen oder Nutzer, wir bekommen immer eine IP-Adresse zugewiesen, wenn wir uns einloggen in unserem WLAN zu Hause oder auf Arbeit oder irgendwo anders. Und IP-Adressen sind eine feine Sache. Die sorgen dafür, dass man blitzschnell und zielsicher kommunizieren kann. Sie ermöglichen aber auch Überwachung und auch Zensur. Wenn wir kommunizieren, dann wandern immer Datenpakete hin und her durchs Internet, und auf diesen Datenpaketen steht immer der Absender, die Absender-IP-Adresse und die Empfänger-IP-Adresse auf. Das heißt, mein Internetanbieter erfährt, welche Webseite ich aufrufe. Die Webseite sieht meine IP-Adresse, und Behörden, die sich die ausliefern lassen, können das meist ganz gut in meinen Namen übersetzen. Alle zwischendurch, zum Beispiel Geheimdienste, die in die Datenströme gucken, die können nachvollziehen, wer mit wem kommuniziert, und man kann auch zensieren. Also mein Internetanbieter erfährt, welche IP-Adresse ich ansteuere, und er kann sagen, nee, das erlaube ich dir nicht. Und Tor versucht da so ein bisschen Sand in dieses Getriebe der Überwachung zu werfen und verschleiert einfach diese IP-Adressen. Damit es geht, gibt es ein Netzwerk von mehreren tausend Knoten. Das sind so 7000 Knoten. Die sind über die halbe Welt verteilt. Vor allem liegen sie im Westen, im politischen Westen der Welt, und in Deutschland interessanterweise ist der größte Anteil an Torknoten,
Und wenn ich Tor verwende, passiert Folgendes: Die Software holt sich einen Überblick über alle Knoten, die gerade verfügbar sind, wählt 3 dieser Knoten aus und schickt meinen Datenverkehr dann dorthin. Zuerst zum ersten Torknoten. Der erste Torknoten, der kann eine Verschleierungsschicht, eine Verschlüsselungsschicht entfernen, erfährt die Adresse des zweiten Torknotens. Der zweite Torknoten erfährt die Adresse des dritten Torknotens und erst der dritte Torknoten weiß, wo die Reise hingeht. Das ist so, wie wenn ich einen Brief in mehrere Briefumschläge tue und jede Tarnstation kann nur einen Briefumschlag abmachen. Jeder Knoten kennt nur seinen unmittelbaren Vorgänger und seinen Nachfolger. Der zweite Torknoten, der weiß schon nicht mehr, wer ich bin, und gleichzeitig also niemand weiß gleichzeitig, was ist meine IP-Adresse und was ist die Ziel-IP-Adresse, und das sorgt quasi für Anonymität. Es gibt 2 Anwendungen, die sich das Tor-Prinzip zunutze machen. Das eine ist ein Browser auf Basis von Tor. Der sieht so aus, das ist ein angepasster Firefox-Browser, also dieser nicht kommerzielle Browser. Ich zeige mal, wie das aussieht, und habe jetzt eine eher harmlose Webseite aufgerufen, bundesregierung.de. Das sieht völlig normal aus, und spannend wird es aber, wenn ich hier drauf klicke. Da kann ich mir nämlich diese Verschleierungsroute anzeigen lassen, und da sehe ich, mein Datenverkehr geht über drei verschiedene Tarnstationen und erst dann ans Ziel. Das heißt, mein Internetanbieter erfährt nicht, welche Webseite ich aufrufe. Die Webseite, die erfährt meine IP-Adresse nicht, und alle, die Massenüberwachung machen, erfahren auch nicht, was ich tue. Außerdem kann ich damit Zensur umgehen, denn mein Internetanbieter erfährt nicht mehr, was ich machen will. Er sieht nur, dass ich mit irgendeinem komischen Verschleierungstorknoten kommuniziere. Das heißt, eigentlich kann er mich nicht zensieren. Und ich kann mit dem Tor-Browser Überwachung entgehen, auch Zensur umsegeln. Das funktioniert nicht in allen Ländern gleichermaßen gut. Länder wie China, die wollen sich ihr schönes Überwachungsregime, Zensurregime natürlich nicht kaputt machen lassen von einem Haufen IT-Aktivisten. Die blockieren einfach alle Verschleierungsknoten. Und dann gibt es noch so verschiedene weitere Tricks in der Trickkiste von Tor, die man verwenden kann. Es gibt sogenannte Bridge-Knoten, Brückenknoten, die muss ich individuell erfragen bei Tor, und damit kann ich dann unter Umständen auch in einem Land wie China Zensur umgehen. Also das ist der Tor-Browser. Üblicherweise verwendet man den Tor-Browser auf dem PC. Es gibt aber auch Apps, also es gibt für Android-Smartphones gibt es eine App mit dem schlichten Namen Tor-Browser. Das ist eine Browser-App, und es gibt sogar eine App, mit der kann ich den kompletten Datenverkehr aller Apps über Tor laufen lassen, Orbot. Und bei iPhone gibt es auch eine empfohlene Tor-App namens Onion Browser. Also das ist die erste Anwendung von Tor. Ich komme damit anonym und relativ zensurfrei ins normale Internet. Anwendung Nummer 2, die schließlich ist das Darknet. Deswegen treffen wir uns ja heute. Und beim Darknet ist diese Verschleierung quasi verdoppelt. Beim Tor-Browser bin ich als Nutzerin oder Nutzer anonym. Ich kenne aber die technische Adresse, also die IP-Adresse der Webseite. Beim Darknet ist auch diese technische Adresse der Webseite nicht bekannt. Und das würde eigentlich bedeuten, dass ich die Webseite gar nicht aufrufen kann. Wenn ich nämlich eine Webseite aufrufen will, ich kenne deren IP-Adresse nicht. Das ist so, wie wenn ich einen Brief verschicke und ich kenne die Empfängeradresse nicht, dann kommt der nicht an. Beim Darknet geht das, und zwar über einen sehr alten Trick, und zwar einen toten Briefkasten. Dieser tote Briefkasten ist einer von diesen vielen Knoten, den die Tor-Software für mich aussucht, und der steht quasi zwischen mir und der Darknet-Adresse. Ich habe mal so eine kleine Visualisierung gebastelt mit Hilfe eines Freundes, auf der einen Seite bin ich, das ist mein Tor-Browser, auf der anderen Seite ist die Darknet-Seite, und dieser Punkt in der Mitte, das ist der tote Briefkasten. Das ist einer dieser vielen Knoten. Und wenn ich jetzt mit der Darknet-Seite kommuniziere, schicke ich meine Information über 3 Knoten zu diesem toten Briefkasten in der Mitte, und die Darknet-Adresse holt meine Informationen über 3 eigene Tor-Verschleierungsknoten bei diesem toten Briefkasten ab. Zwischen mir und der Darknet-Adresse liegt eine ganze Reihe an Tarnverschleierungsstationen, und wir können aber blitzschnell miteinander kommunizieren.
Ich zeige das jetzt auch nochmal live im Tor-Browser, wie das aussieht. Das ist eine Seite, ein Postfach für Whistleblower, was der Guardian ins Darknet gestellt hat. Was das soll, da reden wir nachher nochmal drüber. Und erstmal interessiert uns aber wieder diese Verschleierungsroute. Das da oben ist mein Tor-Browser, das da unten ist die Darknet-Adresse. Hier in der Mitte wäre dieser tote Briefkasten, der wird hier nicht extra visualisiert, und ich schicke meine Daten über 3 Torknoten zu diesem toten Briefkasten in der Mitte, und die Darknet-Adresse holt die Information über 3 eigene Torknoten dort ab. Meine Tarnstation, die kenne ich, die Tarnstation der Darknet-Adresse, die kenne ich natürlich nicht. Also das ist das ganze Geheimnis dieses ominösen Darknets. Es geht einfach darum, es werden die IP-Adressen, also die technischen Adressen verschleiert, der Darknet-Adressen und auch der normalen Nutzerinnen und Nutzer. Man kann nämlich eine Darknet-Adresse nur mit dem Tor-Browser betreten. Mit einem normalen Browser sieht man eine Fehlermeldung. Und dann kann man hier oben eventuell schon erahnen, dass eine Darknet-Adresse so ein bisschen anders aussieht als normale Adresse. Die lautet nicht goethe.de oder facebook.com, sondern eine Darknet-Adresse, die endet immer auf .onion. Was hat es mit der Zwiebel auf sich? Tor heißt die Onion-Router der Zwiebel, quasi der Zwiebelnavigator. Und das kommt daher, dieses Prinzip von mehreren Verschleierungsstationen, quasi von mehreren mathematischen Briefumschlagen. Das ist schon relativ alt, und der Erfinder meinte, das ist so ein bisschen wie eine Zwiebel. Bei einem Zwiebel gibt es einen Kern in der Mitte, der ist von mehreren Schalen umgeben, und die Vorstellung war, beim Onion Routing ist es genauso. Der Kern ist die IP-Adresse der Nutzer, also die Identität, und um da ranzukommen, müsste man verschiedene Verschleierungsschichten abtragen, so wie man verschiedene Zwiebelschalen wegmachen müsste, um an den Zwiebelkern zu kommen. Also es endet immer auf .onion, und eine Darknet-Adresse sieht so ein bisschen seltsam aus. Das ist immer eine zusammengewürfelte Folge von Zeichen, entweder 16 Zeichen oder 56 Zeichen. Eine Besonderheit ist noch, eine Darknet-Adresse kann man nicht löschen oder blockieren. Das ist politisch interessant, das sorgt aber auch für Probleme, wie wir noch sehen werden. Dann zum Schluss noch ganz kurz zur Frage, wer steht hinter Tor? Also hinter Tor steht eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den USA. Die Webadresse lautet torproject.org, und auf deren Seite kann man den Tor-Browser auch runterladen. Der ist kostenlos, und den zu nutzen ist weder illegal noch gefährlich. Also in den meisten zumindest westlichen Rechtsstaaten ist es so. Und das Tor-Projekt, das hat einen ganz guten Ruf in der Welt. Das gilt als wichtigster Gegenspieler staatlicher Überwachung. Man könnte sagen, der Ruf, das ist so eine Mischung aus Wikipedia, Amnesty International und vielleicht der Antifa. Und das Tor-Projekt ist aber so ein bisschen widersprüchlich. Ich würde sagen, es ist so widersprüchlich wie das Darknet selbst. Tor wurde ursprünglich Mitte der 90er Jahre an einem Forschungslabor der US-Marine entwickelt. Das heißt, es kommt aus einem US-Militärforschungskontext, das normale Internet auch. Und dann wurde Tor irgendwann freigegeben. Es wurde diese Nichtregierungsorganisation gegründet. Aber das Schräge ist, dass bis vor kurzem die Finanzierung von Tor fast also ausschließlich über Fördertöpfe der US-Regierung geschah. Bis vor kurzem kamen so zwischen 80% und 90% der Gelder aus staatlichen Förderquellen der USA. 2017 haben sie es zuletzt hinbekommen, das so ein bisschen zu reduzieren. Ich habe hier mal so einen Ausschnitt aus dem letzten Finanzbericht von Tor und habe das so ein bisschen aufgebrochen. Also 2017 kam 51% der Gelder aus staatlichen US-amerikanischen Quellen und der Rest aus anderen Quellen. Und diese finanzielle Verknüpfung, das sorgt für viel Spott, sorgt für viel Fragezeichen, für irgendwelche Verschwörungstheorien. Ich finde es zumindest unschön. Es ist ein Sicherheitsproblem, und Tor müsste gucken, dass sie irgendwie unabhängig wären organisatorisch. Unterm Strich halte ich trotzdem aber Tor für eine saubere und sichere Technologie und damit auch das Darknet. Tor ist nicht 100% anonym, das kann keine Technologie garantieren, aber
Tor ist Open Source. Open Source bedeutet, die Software, die Bauanleitung, der Quellcode ist öffentlich einsehbar und tatsächlich gucken in sehr vielen Ländern, vor allem Universitäten, beschäftigen sich Leute mit der Tor-Software und schauen, ob es da vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken oder irgendwelche Hintertüren gibt. Das heißt, trotz dieser ein bisschen schrägen Konstellation halte ich Tor für eine sehr sichere und saubere Software und da arbeiten meines Wissens nach eigentlich sehr integre Leute daran, zum Beispiel viele Leute aus dem deutschen Chaos Computer Club und aus der internationalen Hacker-Szene. So, das ist Tor. Genau. Vielleicht hatte ich hier so ein paar Follow-up-Fragen sozusagen. Ich finde das super interessant, dass, wie gesagt, also Tor wurde meistens von US-Regierung finanziert, also meistens 50%, ja. Aber die Mehrheit von Tor-Knoten befinden sich in Europa, nämlich also viele in Deutschland. Ich habe auch gesehen, so nordeuropäische Länder auch viel. Und in US selbst nicht so viel. Wie ist das passiert? Also die Frage ist, also vor allem sitzen die Tor-Knoten in westlichen Rechtsstaaten. Also in China ist es nicht zu empfehlen, einen Tor-Knoten zu betreiben. Da kann es sein, dass man allein deswegen schon Besuch von der Polizei bekommt. Dann gibt es ein paar Länder, das ist Deutschland, USA, Niederlande, Großbritannien, Frankreich. Da gibt es einfach gute, relativ preiswerte IT-Provider, die es erlauben, einen Tor-Knoten zu betreiben. Also die meisten Leute stellen nicht einen Rechner, verbinden den physisch mit dem Internet und sagen, das ist ein Tor-Knoten, sondern die mieten sich bei großen IT-Providern, quasi Rechenplätze an und machen daraus einen Tor-Knoten. Das sorgt für ganz eigene Probleme, weil sich dann die Tor-Knoten bei wenigen großen IT-Providern, vor allem in Frankreich und Deutschland, ballen. Aber das ist der Grund, warum das so eine Konzentration auf wenige Länder gibt und warum es in Deutschland so viele Knoten gibt, da kann man nur spekulieren. Also zum einen ist es so, dass in Deutschland Datenschutz und Privatsphäre einen größeren, kulturellen Wert hat als in anderen Ländern. Und dann gibt es in Deutschland eine relativ prominente Hackerorganisation, Chaos Computer Club, die haben auch haben einen sehr guten Ruf, haben eine sehr laute gesellschaftliche Stimme und die haben von Anfang an Tor unterstützt und die haben, glaube ich, auch viele Ressourcen mobilisiert für Tor. Und dann ist es so, dass generell die nicht kommerzielle digitale Welt, die spielt sich sehr stark in Europa ab. Also USA dominiert quasi mit Google, Facebook und so weiter, dominiert die kommerzielle digitale Welt und aber diese Open-Source-Projekte und diese nicht kommerziellen Sachen, da sitzen die Verantwortlichen oft in Europa. Interessanterweise oft auch in Deutschland. Interessant. Vielen Dank. Ja, dann vielleicht die nächste so Follow-up-Frage wäre, wie groß Darknet ist eigentlich heute? Also kann man das überhaupt irgendwie nachvollziehen, so berechnen, wie viele Nutzer und wie viele Knoten überhaupt es gibt allgemein? Ja, da könnte ich jetzt noch mal was zeigen, falls Sie mich wieder die Freigabe starten können. Es gibt nämlich ein Statistikportal von diesem Tor-Projekt und die erfassen so Zahlen und da gibt es Zahlen zu den Online-Adressen, zu den Darknet-Adressen, die sind nicht so ganz akkurat und die sind auch nicht mehr so ganz vollständig. Die geben aber eher so einen groben Einblick da rein, wie groß das Darknet ist und es ist eher überschaubar. Also die höchste jemals gemessene Zahl an Darknet-Adressen liegt bei 200.000. Das ist hier ein Ausschnitt aus diesem Statistikportal. Und es gibt da immer wieder so Schwankungen, da weiß man nicht genau, was dahinter steckt. Man geht meistens davon aus, das waren irgendwelche Botnetze. Das heißt, da hat jemand ein bisschen rumgespielt mit der Technologie. Aber die höchste jemals gemessene Zahl waren so bei 200.000 und das ist sehr, sehr wenig. Allein die deutsche Endung .de hat mehr als 16 Millionen Adressen. Alles klar, vielen Dank, vielen Dank. Also irgendwie, ja, das ist richtig nicht so groß eigentlich, wie es gedacht
sein kann. Ja, dann vielleicht Und können das wir... bezieht sich, das ist übrigens auch bei den Nutzern so. Also Tor hat auch so Zahlen zu den Tor-Verwendern und das sind weltweit gibt es jeden Tag etwa Tor, geschätzt 2 Millionen Tor-Nutzer. Das ist sehr, sehr Mhm. wenig. Und dann haben die auch, schlüsseln die auch so auf Länder auf und sind zum Schluss gekommen, in Deutschland gibt es jeden Tag ungefähr 180.000 Tor-Nutzer, in der Ukraine etwa 40.000 Tor-Nutzer, das sind die Verwender von Tor und dann geht nur ein kleiner Teil von denen mit Tor auch ins Darknet. Und da hat das Mhm. Tor-Projekt mal gesagt, maximal 3% der Tor-Nutzer gehen auch ins Darknet. Und wenn wir jetzt 40.000 tägliche Tor-Nutzer in der Ukraine haben, wären das nur etwa 1.200 ukrainische Darknet-Nutzer jeden Tag und bei 2 Millionen weltweiten Tor-Nutzern wären das nur etwa 60.000 weltweite Darknet-Nutzer und das ist auch sehr, sehr wenig, allein wenn man das mit einer Seite wie Facebook vergleicht. Also das Darknet Mhm. ist sehr, sehr überschaubar, anders als vielleicht viele denken. Ja, das stimmt. Dann vielleicht können wir gleich über die zweite sozusagen Diskussionsteil kommen, ja, die Darknet und eigentlich dieser Bild von Darknet, die wurde manchmal in Medien erschafft, dass Darknet eigentlich, es geht nur um Waffen, Drogen und andere kriminelle Sachen. Und vielleicht können wir auch hier so eine große Frage stellen, wie ethisch ist, Darknet zu nutzen und wie eigentlich, ja, was passiert in Darknet in Ja, Realität. Mhm. also das Bild ist jetzt per se nicht falsch. Das Darknet passieren illegal und auch sehr üble Dinge, aber es ist natürlich ein bisschen komplexer. Und ich habe mir irgendwann mal überlegt, wie man das Darknet irgendwie in verschiedene Bereiche unterteilen kann. Und ich habe mich anders als viele Journalisten nicht dafür entschieden, so relativ plump zu sagen, ist es legal oder illegal. Ich habe gemerkt, beim Darknet kommt man damit nicht weiter mit der Frage legal oder illegal, sondern ist so ein bisschen differenzierter. Und ich unterscheide so zwischen 3 Bereichen des Darknets. Das eine sind die ethischen Abgründe des Darknets. Das ist wahrscheinlich, wo viele dran denken. Es werden im Darknet beispielsweise Waffen verkauft. Das ist so ein Angebot auf dem Waffenmarktplatz. Das Thema Waffenhandel im Darknet war in Deutschland mal sehr groß. Es gab vor einigen Jahren in München gab es einen rechtsterroristischen Anschlag. Da hatte ein junger Typ in einem rassistischen Wahn andere Jugendliche ermordet und der hatte seine Waffe mit Hilfe des Darknets erworben. Nicht auf so einem Marktplatz. Er hatte seinen Waffenhändler in einem Forum kennengelernt. Aber das zeigt zumindest, also das ist tatsächlich, das kann auch mal ziemlich schief gehen, wenn im Darknet Waffen gehandelt werden. Und es werden auch digitale Waffen gehandelt, es werden Cybercrime-Anleitungen gehandelt, es werden Botnetze verkauft und so weiter. Und die übelste Nutzung des Darknet ist aber für den Tausch von sogenannter Kinderpornografie, also Bilder und Videos des Missbrauchs von Kindern. Da habe ich jetzt keine Folie natürlich Mhm. gemacht. Und das ist tatsächlich das größte Problem am Darknet, meiner Meinung nach. Es gibt da Foren, die sich auch versuchen, vom sonstigen Darknet abzuschirmen. Und da sind teilweise Zehntausende, Hunderttausende Nutzer. Und manchmal gelingt es der Polizei, solche Foren lahmzulegen. Vor einigen Jahren gab es da einen großen Erfolg, vor allem der deutschen Ermittlungsbehörden. Da gab es ein Forum mit dem zynischen Namen Elysium. Das hatte mehr als 100.000 angemeldete Profile. Und da wurde, wie das Bundeskriminalamt gesagt wurde, 10.000 Bilder des Missbrauchs von Kindern, Jugendlichen getauscht. Und Mhm. die Betreiber, das waren vier Männer aus dem deutschsprachigen Raum. Das Rechenzentrum war in einer Autowerkstatt in Hessen. Die Leute sind jetzt natürlich im Knast, aber es ist so, wie man sich vorstellt. Es dauert meistens nicht lange und dann ist das nächste Forum da online und das wird dann irgendwann genauso groß oder sogar noch größer. Und das ist tatsächlich das große Problem am Darknet. Also man kann momentan Darknet-Adressen nicht löschen oder blockieren, auch wenn man weiß,
wie sie lauten und dass da so schreckliche Dinge passieren. Und es gibt in der Tor-Gemeinde manchmal immer wieder eine Diskussion, ob man vielleicht den Algorithmus so ein bisschen ändern sollte. Man könnte sagen, man führt so eine Art Filtersystem ein. Das heißt, wenn 90% der Betreiber dieser Tor-Knoten sagen, eine Darknet-Adresse muss verschwinden, dann wird die gelöscht. Die haben sich aber bis jetzt noch nicht dazu durchgerungen. Die sagen vor allem, naja, wenn man einmal so einen Filtermechanismus einführt, dann kommt vielleicht der Staat und sagt, ihr habt doch dieses schöne Filtersystem, nehmt doch mal noch Drogenseiten mit auf oder politische Seiten. Und dann befürchtet man, dass man durch die Hintertür so eine Art Zensurinfrastruktur geschaffen hat. Aber ich finde, der Umgang der Tor-Community mit dem Thema ist so ein bisschen unverantwortlich. Es gibt so ein bisschen die Einstellung, wir sorgen für die Technologie. Anonymität ist eine tolle Sache, das hilft gegen Überwachung. Und was die Menschen, die nun mal gut und böse sind, damit machen, da können wir nichts dafür. Und das ist so ein bisschen unverantwortlich. Das basiert so ein bisschen auf dieser US-amerikanischen libertären Vorstellung, dass der Staat irgendwie sich möglichst raushalten sollte und Regeln sollten sich auch raushalten und irgendwie kriegt man das von selbst hin. Aber das ist beim Thema Kinderpornografie, es gibt einfach noch keine Reaktionsmöglichkeit und es gibt einfach noch keine Möglichkeit, irgendwie damit umzugehen, mit dem Kinderpornografie. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem und da muss das Darknet und da muss die Tor-Community auch einfach seine Hausaufgaben machen. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch keine Instrumente oder Wege oder Methode. Ja, wie kann man Tor überhaupt also nicht schließen, sondern einfach irgendwie dieses Problem lösen. Also ich meine zum Beispiel, was schafft die Anonymität und Sicherheit für eine Tor-Nutzer, der will irgendwie politische, sensitive Sachen übermitteln, hilft auch quasi die echt so kriminelle Leute, einfach solche Sachen zu verbreiten. Ja, und es gibt keinen Weg, irgendwie das zu lösen noch. Ja, ich meine, die könnten das schon lösen. Die könnten halt einfach so einen Konsensmechanismus einführen. Also weil es gibt halt diese Tor-Knoten-Betreiber und die könnten sagen, bestimmte Seiten, die schmeißen wir raus. Und das Interessante ist, es gibt sowas wie eine Selbstregulierung im Darknet. Es gibt nämlich eine technische Selbstregulierung. Es gibt sowas wie die Hüterinnen und Hüter des Tor-Netzwerks. Das sind, glaube ich, momentan 10 Leute, die prüfen die Knoten und schauen, ob die online sind, ob die vielleicht irgendwie sich komisch verhalten und die können Tor-Knoten rauswerfen. Das heißt, es gibt gerade diese schräge Konstellation, ist es möglich, Tor-Knoten rauszuwerfen, wenn die gegen technische Regeln verstoßen. Es ist aber nicht möglich, Darknet-Adressen zu löschen, wenn die gegen ganz grundlegende humanistische Grundprinzipien verstoßen. Also es gibt durchaus eine Möglichkeit, damit umzugehen, aber das Tor-Projekt vor allem, die entziehen sich da so ein bisschen jeglicher Verantwortlichkeit. Ja. Alles klar. Das ist eine echt so Probleme, die können wir jetzt leider nicht so selbst irgendwie bewirken. Ja. Aber was zum Beispiel geht über Porno und Waffen, das ist auf jeden Fall so 100% kriminelle Sachen, ja. Aber zum Beispiel, Sie haben auch viel geredet früher über Drogen im Darknet und es ist eigentlich nicht so, es gibt 2 Seiten von diesem Problem, ja, mit Darknet und Drogen. Vielleicht können wir hier so kurz das auch irgendwie thematisch beleuchten. Ja, ich habe mich, so der zweite Bereich des Darknets, den ich so aufstellen würde, wäre das Darknet als Einkaufsmeile für Drogen. Und ich habe mich explizit entschieden, die Drogen nicht zu den ethischen Abgründen zu zählen. Das machen viele Journalisten, die sagen, es gibt im Darknet das böse Darknet, das ist Terror, Drogen, Kinderpornografie. Und ich finde das einfach nicht, ich finde, wenn jemand einen Joint raucht, den er sich im Darknet gekauft hat, das ist nicht ethisch, nicht annähernd das Gleiche, wie wenn jemand sich Bilder missbrauchter Kinder konsumiert. Also ich finde, das ist eine völlig andere Kategorie. Und deswegen ist das für mich so ein eigener Bereich, das Darknet als Einkaufsmeile für Drogen.
Und das ist, glaube ich, gerade für viele junge Leute ist es so, das, was die vom Darknet wissen. Das ist mittlerweile relativ populär. Da gibt es Serien zu Drogenhandel im Darknet und es gibt da große Marktplätze. Zeige mal so ein, das ist ein ehemaliger Marktplatz. Ich zeige jetzt nicht aktuelle, weil ich jetzt nicht sozusagen Werbung machen will für einen, der gerade aktiv ist. Empire Market, so sahen andere aus, Berlusconi Market. Und das sind Marktplätze, da werden verschiedene Güter gehandelt, aber vor allem die üblich verdächtigen Rauschmittel, also Cannabis, Kokain, Ecstasy. Und auf den ersten Blick ist es eine völlig fremde Welt. Auf den zweiten Blick zeigt sich aber, dass einem das irgendwie vertraut vorkommt. Die imitieren nämlich den normalen E-Commerce, wie man ihn kennt, wie man ihn von Amazon kennt oder von eBay oder Otto.de. Die funktionieren im Grunde genommen genauso. Es gibt Marktplatzbetreiber, die bekommen Provision. Es gibt Händler, die konkurrieren miteinander und es gibt die Käuferinnen und Käufer. Es gibt auch sowas wie Produktpolitiken, also die übelsten Sachen, die sind dort verboten. Vor allem Kinderpornografie ist völlig tabu. Das sind wirklich zwei komplett getrennte Welten. Und gehandelt wird mit Kryptowährungen. Lange Zeit war das vor allem der Bitcoin. Mittlerweile hat man gemerkt, dass die Polizei den Bitcoin auch teilweise knacken kann. Deswegen gibt es mittlerweile noch andere solcher Kryptowährungen und verschickt wird in der Regel ganz regulär mit der Post. Also in Deutschland mit der Deutschen Post. Viele lassen sich das in ihre normale Adresse schicken, die sagen sich, naja, es ist eher unwahrscheinlich, dass der Händler irgendwie die Käuferlisten aufbewahrt und die Polizei die bekommt. Und selbst wenn, wird sich die Staatsanwaltschaft schon nicht für den kleinen Kiffer oder Kokser interessieren. Das ist nicht so ganz falsch. Es kann allerdings trotzdem vorkommen, dass dann früh am Morgen um 6 Mal die Polizei vor der Tür steht. Und dieser Handel, der funktioniert erstaunlich gut. Das wichtigste Feature sind Nutzerbewertungen. Nehmen wir mal an, ein Studierender aus Kiew bestellt sich 10 Ecstasy-Pillen oder eine Investmentbankerin aus Frankfurt bestellt sich 5 Gramm Kokain im Darknet, dann werden sie aufgefordert, eine Bewertung zu schreiben. Die Bewertung könnte lauten, tolles Zeug, ich komme wieder. Oder die Bewertung könnte lauten, Hände weg, das ist ein Betrüger. Und über diese Nutzerbewertung ist es möglich, dass man auch im Dunkeln quasi so ein bisschen so eine Art Vertrauen herstellen kann. Also die Händler, für große Händler, die im Geschäft bleiben wollen, ist es nicht attraktiv, ihre Nutzer über den Tisch zu ziehen. Dann bekommen sie einfach negative Bewertungen und niemand kauft mehr bei ihnen. Und das läuft erstaunlich gut und das wird vielleicht einige erschrecken. Ich habe allerdings zu meiner Überraschung gemerkt, dass es in der Drogenforschung eine erstaunlich differenzierte Betrachtung gibt. Man sieht Risiken, man sieht aber auch sowas wie Chancen. Die Risiken sind völlig klar. Es ist im Darknet sehr viel einfacher, an Drogen aller Arten und Mengen zu kommen. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche und psychisch labile Menschen. Es gibt aber auch sowas wie gesellschaftliche Chancen, die diskutiert werden. Wie kann man sich das vorstellen? Das basiert darauf, dass man in der Drogenforschung mittlerweile eigentlich so ein bisschen die Sichtweise geändert hat und man sagt sich, es kommt jetzt nicht mehr unbedingt darauf an, dass man überlegt, wie kann der Staat es bewerkstelligen, dass die Leute keine illegalen Drogen mehr nehmen. Es hat sich nämlich herausgestellt in den letzten Jahrzehnten, dass es einfach nicht funktioniert. Der Staat kann die Gesetze noch so sehr anziehen. Die Leute nehmen einfach weiterhin illegale Drogen. Und deswegen sagt man sich in der Suchtforschung, naja, spannender wäre doch die Frage, wie kann Drogenkonsum so gestaltet werden, dass die Leute möglichst wenig Schaden davon tragen. Und wenn man mit dieser Brille auf den Darknet-Drogenhandel schaut, da kann man durchaus sowas wie Chancen sehen. Zum einen ist es so, man geht nicht mehr in die Wohnung eines Dealers oder in einen Park und bekommt da vielleicht eine übergezogen, sondern man kauft einfach bequem per Klick übers Internet. Das heißt, es ist so ein bisschen sicherer, an Drogen zu kommen und es gibt über diese Nutzerbewertung eine Qualitätskontrolle. Und das Problem, dass es beim Drogenhandel keine Qualitätskontrolle gibt, ist tatsächlich, kann tatsächlich sehr schwierig sein. Es kommt immer mal wieder vor, dass Leute nach dem Konsum von vergleichsweise harmlosen Mengen, vergleichsweise harmloser Drogen akut ins Krankenhaus müssen, weil die Sachen irgendwie verunreinigt waren oder gestreckt waren und sozusagen
die Verunreinigungen sehr viel gefährlicher sind als die Drogen an sich. Und es gibt in einigen Städten immer mal wieder Modellprojekte. In Berlin gibt es so einen Checkpoint, da können Leute mit ihren Drogen dahin gehen, die werden gescannt und die bekommen gesagt, was da drin ist. Und in der Regel gibt es aber einfach keine Qualitätskontrolle. Über diese Nutzerbewertung gibt es ein einigermaßen funktionierendes Modell, wie man sozusagen als Konsument den Schaden, die Gefahren so ein bisschen reduzieren kann. Genau, das ist, finde ich, eine ganz spannende Diskussion. Ich weiß aber, dass das jetzt nicht alle Bedenken gegenüber diesem Phänomen beheben wird. Und man kann aber zum Glück noch ein paar Sachen dazu sagen zu den illegalen Sachen im Darknet. Und das eine ist, das Darknet hat kein Monopol auf Cybercrime. Alles Illegale, seien das Drogen, Waffen, sei das Kinderpornografie, sei das Terror- oder Nazi-Propaganda, das wird auch über alle ganz normalen Kanäle abgewickelt. Das wird über E-Mail abgewickelt, das wird über WhatsApp und Telegram-Messenger abgewickelt, über ganz normale Webseiten. Und das Darknet ist eher klein und ich persönlich würde vermuten, dass allein über geschlossene Facebook-Gruppen mehr Drogen gehandelt werden als im Darknet, weil Facebook einfach tausende Mal mehr Nutzer hat als das relativ winzige Darknet. Und die zweite Sache, die man sagen kann, das Darknet ist kein rechtsfreier Raum. Die Polizei hat es schwerer im Darknet technisch zu ermitteln. Sie ist aber trotzdem sehr erfolgreich. Ich habe mal so eine kleine Hall of Fame zusammengestellt. Das war Alphabay. Als ich mein Buch geschrieben hatte, war das sowas wie das Amazon des Darknets. Ich dachte, der würde noch Jahre oder Jahrzehnte bestehen. Ich hatte sogar so ein Interview per Mail geführt mit dem Betreiber, was eigentlich ins Buch sollte. Und dann war das Buch fast schon fertig gedruckt und da ging die Nachricht drum, dass Alphabay geschlossen wurde. Wenn man da heute drauf geht, dann sieht das so aus. Immer wenn die Polizei eine illegale Darknet-Seite lahmlegt, bastelt die so ein Banner-Ensemble, um zu zeigen, wir waren hier, wir können auch Darknet. Das war Hansa Market, das ging etwa zur gleichen Zeit offline. Das war eine konzertierte Aktion zwischen amerikanischen und niederländischen Ermittlern. Das sieht heute so aus. Und das war Wall Street Market, der ging so etwa vor 2-3 Jahren durch die Presse. Und das sieht heute so aus. Also man sieht, die deutschen Behörden sind designtechnisch nicht ganz so ambitioniert wie die Amerikaner. Das heißt, jede illegale Darknet-Seite, jede größere, wird irgendwann lahmgelegt. Technisch ist es schwer zu ermitteln, aber die Polizei setzt einfach verdeckte Ermittler ein, die kaufen Drogen, die kaufen Waffen und in der Regel passieren irgendwelche Fehler und immer wenn physische Güter hin und her geschickt werden, gibt es einfach so einen Verknüpfungspunkt zwischen digitaler und analoger Welt, weil Sachen zu Postboxen gegeben werden und irgendwie zugestellt werden. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn nur Bits und Bytes hin und her geschickt werden, vor allem bei diesen schrecklichen kinderpornografischen Foren. Da ist die Polizei eigentlich darauf angewiesen, dass die Betreiber ganz grobe Fehler machen oder dass sie irgendwie technisches Glück haben und irgendwelche Sicherheitslücken in der Software entdecken. Aber diese Marktplätze, da werden die großen Akteure in der Regel, die landen irgendwann im Knast. Mhm. Sehr gut, das zu wissen. Also echt, es gibt sehr viel Hoffnung. Genau, wir können auf jeden Fall nicht nur über diese negative Seite von Darknet reden, denn also wie gesagt, Darknet ist relativ klein und wurde eigentlich mit einem ganz anderen Ziel erschafft, ja, für die politische Ziele, so dass die Staatsüberwachung wird nicht so groß sein und die politischen Aktivisten in solche Länder wie China zum Beispiel oder andere Länder mit starken politischen Regime, ja, können irgendwie demokratische oder ihre geheime Daten ja wiederstellen. Und hier ja, ist also das stimmt. Es Frage, gibt einen politischen Teil des Darknets. Ist es allerdings nicht so. Also das Darknet, also diese Tor-Software wurde jetzt nicht sozusagen für so Dissidenten ermittelt, sondern die offizielle Begründung, also die wurde entwickelt von einem Mathematiker an einem Forschungslabor der US-Marine und seine Begründung war, dass das ja für amerikanische Regierungs- und Militär- und Geheimdienst
Aktivitäten sehr spannend sein können, wenn die im Ausland irgendwas machen und ihre Identität verschleiern können. Das heißt, der ursprüngliche Nutzen des Darknets und der Tor-Technologie war jetzt kein positiver, sondern war eher sozusagen, ja. genau. Oder je nachdem, wie man das, also ob man das jetzt positiv oder negativ findet. Also sozusagen der Ursprung, das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen komplexer. Allerdings ist es so, mittlerweile hat das Darknet für viele Leute tatsächlich den Ruf, dass es irgendwie so ein ganz toller dissidenter Raum ist. Und ich habe mir, wie man vielleicht sehen kann, tatsächlich auch Gedanken gemacht, inwiefern das Darknet irgendwie dann doch ein politischer Raum ist. Und ich war da am Anfang so ein bisschen frustriert. Ich habe sehr wenig gefunden. Ein paar Sachen habe ich dann aber doch entdeckt, was man da irgendwie politisch nennen könnte. Und so ein bisschen frustriert war ich, weil ich Folgendes nicht entdeckt hatte. Und zwar, ich hatte die Vorstellung, wie vielleicht viele andere, dass es im Darknet so eine ganze Landschaft an Darknet-exklusiven Inhalten gibt. Vielleicht irgendwie hunderte Blogs von Oppositionellen aus China oder Saudi-Arabien, die es nur im Darknet gibt und nirgendwo anders. Und da sieht es relativ dünn aus. Wenn man allgemein politische spannende Inhalte im Darknet findet, dann stellt sich meistens relativ schnell raus, dass das Inhalte aus dem ganz normalen Internet sind, die einfach gespiegelt wurden im Darknet, die da reinkopiert wurden. Es gibt eine sehr kleine Darknet-Öffentlichkeit, es gibt so Diskussionsforen, die manchmal ganz spannend sind, die oft auch so illegale Bereiche haben, aber sozusagen so reine Darknet-Öffentlichkeiten, da sieht es noch relativ dünn aus. Was ich spannend finde, es gibt verschiedene Programme, die nutzen das Darknet, aber nicht um Webinhalte bereits zur Verfügung zu stellen, sondern quasi als eine Art Programmbaustein. Da gibt es zum Beispiel OnionShare, das ist ein Programm für PCs, das hat ein investigativer Journalist in den USA entwickelt nach den Snowden-Enthüllungen. Und das funktioniert so, ich lade das Programm auf meinen Rechner, ich starte das und damit kann ich Dateien tauschen. Dann ziehe ich zum Beispiel in das Programm ein Dokument rein, ein brisantes Dokument, und dann erzeugt dieses Programm eine Darknet-Adresse. Das heißt, ich bin dann kurzzeitig Inhaberin oder Inhaber einer Darknet-Adresse. Diese Adresse teile ich dem Empfänger mit und der oder die kann dann mit dem Tor-Browser diese Darknet-Adresse aufrufen, kann dann direkt von meinem Rechner über die Darknet-Adresse auf meinem Rechner das Dokument runterladen. Und das ist tatsächlich sehr spannend. Das macht Überwachung extrem schwierig. Normalerweise tauscht man Dokumente per E-Mail oder per Dropbox oder WeTransfer oder wie die Dienste heißen. Und da gibt es immer ein Unternehmen in der Mitte, was mitbekommt, wer mit wem kommuniziert und was sogar in die Dokumente reinschauen kann. Und bei OnionShare, da ist einfach die komplette Kommunikation verschlüsselt und niemand kann von außen sehen, wer kommuniziert mit wem, weil alles übers Darknet läuft. Es gibt auch einen Darknet Messenger namens Briar für Android, da kommuniziere ich direkt von der Darknet-Adresse auf meinem Android-Smartphone mit der Darknet-Adresse auf dem Smartphone des Gegenübers und es gibt keine Datenbanken in der Mitte, die irgendwie mitschneiden, mitbekommen kann, wer kommuniziert da mit wem. Das ist so eine ganz spannende politische Nutzung des Darknets. Und dann gibt es noch eine weitere, die mich so ein bisschen überrascht hat und die aber eigentlich meiner Meinung nach gerade die relevanteste ist, und zwar das Darknet als eine Art Geheimtür ins normale Internet. Es gibt verschiedene Webseiten, die haben sich Darknet-Präsenzen zugelegt und da machen sie ihre kompletten Inhalte verfügbar oder bestimmte Funktionen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Medien, die New York Times, die hat eine Darknet-Adresse. Das sieht dann so aus, deren Adresse. Und da kann man die ganz normalen New York Times-Inhalte lesen. So ein Darknet-Auftritt hat auch die Deutsche Welle und BBC. Und Facebook hat das witzigerweise auch der CIA. Und warum machen die das? Also New York Times und Deutsche Welle und Facebook, die sagen das, wir machen das für die Leute in Ländern, die uns sowieso mit dem Tor-Browser besuchen müssen, weil unsere Seiten bei ihnen zensiert sind. Und wenn wir das ins Darknet stellen, dann geht das so ein bisschen schneller und eleganter. Der Nutzen davon ist aber so ein bisschen überschaubar. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen der Wunsch, dass man zeigen will, man ist Avantgarde und interessiert sich für Meinungsfreiheit.
Dann habe ich was sehr spannend. Die Taz macht das übrigens auch. Also es ist so eine linke deutsche Tageszeitung. Dann habe ich was sehr Spannendes gesehen, und zwar, dass eigentlich die wichtigsten linken IT-Kollektive auch Darknet-Präsenzen haben. Verschiedene Ausgaben der globalen Medienplattform Indymedia, die haben Darknet-Präsenzen und verschiedene IT-Kollektive. Es gibt zum Beispiel ein IT-Kollektiv namens RiseUp. Die bieten Kommunikationswerkzeuge für Menschenrechtsaktivisten an, die besonders abhörsicher sind, E-Mail-Dienste, Textprogramme, wo man über das Internet gleichzeitig miteinander an Texten arbeiten kann. Und die sind eigentlich im normalen Internet unter riseup.net, aber die haben für jeden ihrer Werkzeuge eine eigene Darknet-Adresse eingerichtet. Mhm. Es gibt so ein Berliner Kollektiv Systemli, und ich habe Systemli und Indymedia, das deutsche Indymedia, mal gefragt, warum machen sie das? Die Antwort war sehr ähnlich. Die meinten, naja, wir predigen unseren Nutzern und Nutzern schon seit Jahren, Leute, verwendet doch bitte den Tor-Browser. Wir erfassen keine Daten über euch, aber wir wissen nicht, was zwischen eurem Gerät und unserer Webseite passiert, ob vielleicht mitgeschnitten wird, dass ihr ein linkes Medienprojekt aufruft oder ob Daten manipuliert werden. Mit dem Tor-Browser seid ihr sicherer, und deswegen haben die gesagt, naja, das Darknet ist eigentlich so eine logische Konsequenz für uns, und mein Eindruck ist, das ist so ein bisschen eine pädagogische Maßnahme. Die wollen ihren Nutzerinnen und Nutzern schmackhaft machen, den Tor-Browser zu verwenden, und deswegen bieten sie ihre Inhalte auch im Darknet an, weil man das Darknet nur mit dem Tor-Browser verwenden kann. Das finde ich ganz spannend, und das sind tatsächlich die wichtigsten linken IT-Kollektive, die das Darknet für sich entdeckt haben, wobei jetzt, die wollten mir nicht so richtig sagen, wie viel das nutzen. Ich glaube, das ist auch noch sehr, sehr überschaubar. Und dann gibt es noch eine weitere politische Darknet-Nutzung, und die finde ich eigentlich momentan am spannendsten. Die bisherigen Seiten, die haben ihre kompletten Inhalte ins Darknet gestellt, und dann gibt es verschiedene Medien, die formen sowas wie das Darknet der Whistleblower. Es gibt verschiedene Medien, die haben nach den Snowden-Enthüllungen angefangen, Postfächer für Whistleblower ins Darknet zu stellen, also für Leute wie Edward Snowden, die arbeiten in einer Behörde, in einem Geheimdienst, in einem großen Unternehmen, bekommen mit, da passieren irgendwelche Schweinereien, und wollen die irgendwie aufdecken und brisante Dokumente an Medien übermitteln. Und das ist eine schöne Sache, aber es kann relativ gefährlich sein. Und dann haben Medien so Anlaufstellen für Whistleblower eingerichtet, und einige dieser Medien haben diese Postfächer auch direkt ins Darknet gestellt. Das machen relativ viele Medien, ich würde sagen so 70, 80. Da sind sehr große dabei. Die New York Times hat ein Darknet-Postfach, der Guardian, die Nachrichtenagentur AP, das Weiß-Magazin in Deutschland, der Spiegel, die Taz, der IT-Verlag Heise und die Süddeutsche Zeitung. Also die haben ein Postfach, dann geht man als Whistleblower dorthin, lädt ein Dokument hoch, und dann bekommt die New York Times das oder die Taz. Dann gibt es auch noch ein anderes Modell, und zwar haben sich da Medien aus einem Sprachraum, also eigentlich konkurrierende Medien, zusammengeschlossen und stellen gemeinsam so ein Postfach bereit. Also Saussure zum Beispiel, da ist die französische Tageszeitung Le Monde dabei und die belgische Tageszeitung La Libre und der französischsprachige Schweizer Rundfunk, und als Whistleblower geht man dann auf das Postfach, lädt ein Dokument hoch, und dann kann man festlegen, wer dieses Dokument bekommen soll. Ich zeige auch mal noch kurz so ein Postfach. Wir hatten uns das vorhin schon mal kurz angeguckt, als es darum ging, wie so eine Darknet-Seite, eine Darknet-Adresse aussieht. Es gibt da immer zwei Funktionen, und wenn ich jetzt der Whistleblower bin, klicke ich hier auf dieses linke Feld. Dann sehe ich so einen Geheimcode, eine Art Passwort, den schreibe ich mir auf ein Blatt Papier. Dann gehe ich weiter und kann dann der Redaktion das Dokument zuschicken, kann auch einen Text hinterlassen. Dann bekommt die Redaktion das und kann vielleicht festlegen, dass sie noch mal mit mir kommunizieren will. Und dafür war dann dieser Geheimcode da. Also dann kehre ich als Whistleblower ein paar Tage später zurück, gebe diesen Geheimcode ein, und dann bekommt die Redaktion kann die Redaktion mit mir hin und her kommunizieren.
Und das finde ich, diese Darknet-Postfächer, das finde ich, ist eigentlich gerade die spannendste politische Nutzung des Darknets, die tatsächlich auch irgendwie so einen gesellschaftlichen Input hat. Wenn also Whistleblower, wenn die gesellschaftliche Skandale, wenn die Schweinereien öffentlich machen, das ist eine feine Sache und da kommen wir gesellschaftlich weiter und mit diesen Darknet-Postfächern, da können die Redaktionen einfach sicherstellen, dass die Medien, dass die Whistleblower irgendwie einigermaßen auf einer sicheren Seite sind. Genau, das würde ich so darunter, das wäre für mich so ein bisschen das politische Darknet. Und dieses politische Darknet gibt es. Es ist aber alles noch relativ überschaubar. Also ich habe auch nicht so richtig rausgefunden, wie intensiv diese Postfächer jetzt genutzt werden. Aber die Medien, die sie betreiben, die sind zumindest stolz darauf und sind der Meinung, es hat irgendwie einen Sinn für sie. Ja, vielen Dank, Steffen. Vielleicht nur die letzte Frage wäre, ob überhaupt, wir haben heute sehr viel über Tor-Browser und Tor-Organisation geredet. Vielleicht gibt es andere Alternativen, wie kann man in Darknet surfen, ohne Tor-Browser zu nutzen? Also vielleicht gibt es etwas anderes, sodass vielleicht unsere Audience hat irgendwie andere Vorstellungen. Also man kann theoretisch auch andere Browser dazu befähigen, über Tor zu laufen. Und es gibt auch einen Browser namens Brave, der die Tor-Funktionalität eingebaut hat. Und der Firefox-Browser denkt auch gerade darüber nach, irgendwie Tor einzubauen. Die haben nur Angst, dass wenn sie Tor anbieten, dass sie dann das Tor-Netzwerk völlig crashen, weil dann plötzlich Millionen Nutzer Tor verwenden oder Dutzende Millionen Nutzer Tor verwenden. Und wenn man jetzt aber über andere Anonymisierungstechnologien nachdenken will, es gibt durchaus andere Darknets. Also der englischsprachige Wikipedia-Artikel, demnach gibt es 12 Darknets. Die meisten davon sind ziemlicher, sagen wir mal so, Nerd-Kram. Die kann man nur verstehen und nutzen, wenn man 2 Jahre Informatik studiert hat. Es gibt 2 Darknets, die sind so ein bisschen spannender. I2P und Freenet. Und die haben tatsächlich auch eine gewisse inhaltliche Dynamik. Die sind sogar radikaler als das Darknet. Also beim Darknet gibt es eine Unterteilung zwischen normalen Nutzern und Infrastrukturanbietern. Und bei I2P und Freenet ist es so, sobald ich mich daran beteilige, bin ich zum einen Nutzer, aber auch Infrastruktur. Das heißt, ich bekomme Daten, die für mich selber bestimmt sind und leite die Daten der anderen Nutzer weiter. Und die sind eigentlich sogar spannender, aber das Tor Darknet ist einfach sehr viel größer und dominiert die öffentliche Wahrnehmung und da passiert auch mehr. Wobei, man kann ja fragen, wie ist es gekommen? Ich habe mir mal auch Gedanken gemacht, warum hat sich gerade das Tor Darknet durchgesetzt? Und ich bin irgendwie immer wieder zu dem Schluss gekommen, eigentlich hat das was mit der Finanzierung zu tun. Also das Tor-Projekt, die hatten zuletzt ein Budget von 3 oder 4 Milliarden Dollar jedes Jahr und die können Entwickler bezahlen, die marktfähige Gehälter bekommen, 100.000 Dollar im Jahr und die anderen Projekte, die sind mehr oder weniger ehrenamtliche Technologieprojekte. Und das heißt, Tor kann viel mehr machen. Die können die Kernfunktion bereitstellen, die haben aber auch Leute, die können gucken, dass die Technologie so ist, dass auch normale Leute, die verstehen, die haben Leute, die können um die Welt reisen, können auf Hackerkonferenzen Vorträge halten und für die Tor-Community werben und das können die anderen nicht. Also es gibt durchaus spannende andere Anonymisierungsprojekte. Es gab oder gibt auch ein deutsches Anonymisierungsprojekt, Java Anon Proxy. Das heißt mittlerweile Johnonym und das hat sich aber auch nicht so richtig durchgesetzt. Es war erst ein universitäres Projekt und dann haben die so ein paar Fehler gemacht und jetzt nutzt das fast niemand mehr. Also man muss sagen, leider ist Tor das beste und das wichtigste Anonymisierungsprojekt. Es gibt aber durchaus Alternativen. Ja, vielen Dank. Und hier eigentlich kommt diese Frage, dieses Problem über die US-amerikanische Regierung Finanzierung von den Tor-Organisationen. Ja, und hier ist, wieso es ist eigentlich so wichtig zu wissen und zu verstehen, warum Tor so groß geworden ist. Also relativ groß, ja. Vielen Dank, Stefan, für diese super spannende Diskussion.
also Präsentation auch. Ich glaube, alle haben verstanden, dass Tor und Darknet und alles, was hier bezogen ist ganz, ganz komplexes Thema und es gibt keine so klare Ja oder Nein, so wie so weiße und schwarze Seite, ja. Und ich glaube, dass wir haben hier so ein bisschen das alles heute beleuchtet. Nochmal, die Aufnahme von dieser Diskussion wird auf die Webseite von Online-Ausstellung Data Control Center verfügbar, sowie auch auf der Webseite von Goethe-Institut Ukraine. Und es wird auch englische Subtitel geben. Deswegen, Sie können auch, wenn Sie kein Deutsch reden, auch unsere Diskussion auf Englisch hören. Vielen Dank, Stefan, nochmal Danke. für Ihre Expertise, für diese Präsentation. Ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr schönen Tag. Ihnen auch, ja. Danke für die Einladung. Ciao. Ciao.